Stell dir vor, du stehst in deinem Garten, alles sieht gut aus. Das Beet frisch gemulcht, der Kompost arbeitet leise vor sich hin. Vielleicht hast du sogar ein paar Schwingungen aus der Elektrokultur irgendwie eingebaut. Es riecht nach Erde, Leben, Hoffnung. Und doch, irgendwas stimmt nicht. Die Blätter zeigen Mangel, das Wachstum stockt. Und keiner weiß warum. Was wäre, wenn das Problem tiefer liegt? Nicht sichtbar, nicht riechbar und schon gar nicht im Blickfeld der meisten Hobbygärtner. Was, wenn dein Boden eine Geschichte hat, und zwar keine schöne? Vielleicht lag da mal eine Garage oder eine Müllgrube oder einfach nur zu viele Jahre industrieller Feinstaub, Reifenabrieb, Düngersmog und Mikroplastikregen. Und genau dann kommt die Erkenntnis, dein Boden ist ein Relikt. Ein staubiges Archiv unserer modernen Zivilisation. Und während du glaubst, du baust Möhren an, sitzt da unten eine gemütliche Altlast-WG und denkt sich, wir sind gekommen, um zu bleiben. Aber keine Sorge, wir sind nicht zum Resignieren hier. Wir sind zum Durchstarten gekommen mit Pflanzen, die nicht nur schön aussehen, sondern deinen Boden aktiv reinigen. Heute reden wir über die James-Bond-Version unter den Gartenpflanzen. Heimlich, effizient und mit Spezialauftrag. Was ist Phytosanierung und warum ist es eigentlich genial? Nun ja, Phytosanierung ist erstmal wie irgendwas, das man mit Schutzbrille und weißen Handschuhen in einem Hightech-Labor betreibt. Aber keine Sorge, wir übersetzen das mal eben ins Beetdeutsch. Gemeint ist nichts anderes als Pflanzen helfen dabei, die Boden von Schadstoffen zu befreien. Und zwar auf ganz natürliche Art und Weise mit ihren Wurzeln, Blättern und einer ordentlichen Portion biologischen Ehrgeiz. Manche Pflanzen saugen tatsächlich Schwermetalle auf, als wären es Vitamine. Sie speichern sie dann in ihren Stängeln, Blättern oder sogar direkt in den Wurzeln. Die Wissenschaft nennt sie Hyperakkumulatoren. Ich nenne sie liebevoll die Task Force Chlorophyll. Grün effektiv und undercover unterwegs. Wie das funktioniert? Na ganz einfach. Die Pflanze erkennt bestimmte Stoffe im Boden, nimmt sie auf und verarbeitet sie entweder weiter oder lagert sie sich ein. Manche sind auf Blei spezialisiert, andere auf Arsen. Und es gibt sogar Pflanzen, die Uran aus dem Boden ziehen. Kein Scherz. Sonnenblumen wurden nach Tschernobyl und in Fukushima ganz gezielt zur Reinigung eingesetzt. Pflanzen können das. Die Natur hat ihnen quasi eine eingebaute Superkraft mitgegeben und wir können sie uns zunutze machen. Aber Achtung, wer so fleißig aufräumt, wird selbst zum Sonderfall. Diese Pflanzen gehören nach der Ernte nicht auf den Kompost, sonst geht alles wieder von vorne los. Was sie rausgeholt haben, bleibt nämlich in ihnen drin. Und wenn du das zurück in den Kreislauf bringst, ist das ungefähr so, als würdest du Altöl ins Gießwasser schütten. Also lieber ab in den Biomüll oder zur Schadstoffsammlung. Und nun zu einer berechtigten Frage. Wie finde ich raus, ob mein Boden überhaupt belastet ist? Tja, gute Frage. Und leider keine, auf die der Boden dir von selbst eine Antwort gibt. Schadstoffe sind wie schlechte Nachbarn. Sie bleiben still, machen sich nicht bemerkbar, aber verursachen trotzdem Ärger. Man sieht sie nicht, man riecht sie nicht, aber sie sind da. Sie kommen übers Grundwasser, durch die Luft, durch alte Farbanstriche, durch Industrie oder einfach über die Erde, die irgendwann mal falsch angeliefert wurde. Wenn du also vorhast, Gemüse anzubauen, wenn Kinder im Garten spielen oder wenn du einfach sicher sein willst, dass dein Boden nicht heimlich ein Giftcocktail ist, dann hilft nur eins. Mach einen Bodentest. Und zwar richtig. Nicht mit so einem Spielzeugstreifen aus dem Baumarkt, sondern professionell im Labor. Denn erst wenn du weißt, was drin ist, kannst du auch gezielt was dagegen tun. Und genau darum geht es heute hier in diesem Video. Und damit willkommen hier bei Greenhorns Gartenwelt. Ich bin Greenhorn. Und damit auch gleich zur nächsten Frage, die sich viele stellen werden. Was kostet ein Bodentest und wie funktioniert er? Wenn du wissen willst, was in deinem Boden wirklich los ist, und ich meine nicht nur, ob er hungrig ist oder zu sauer, dann lohnt sich ein Bodentest. Der kostet, je nachdem wie viel du wissen willst,
irgendwo zwischen 20 und 90 Euro. Das hängt ganz davon ab, ob du nur die Basics checken lässt oder ob du gleich die große Bodenenthüllung buchst. Im Standardpaket bekommst du meistens Infos zum pH-Wert, zum Humusgehalt und zu den wichtigsten Nährstoffen. Wenn du aber den Verdacht hast, dass in deinem Garten noch Altlasten schlummern, brauchst du einen Umwelt- oder Schwermetallpaket. Das kann Stoffe wie Blei, Cadmium, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom, Arsen und sogar Uran prüfen. Willkommen im Abenteuerboden. Die Labore nutzen dafür hochmoderne Messtechniken mit Namen wie aus einem Science-Fiction-Film. ICP-EOS oder AAS. Damit messen sie ganz präzise, wie viel Milligramm eines bestimmten Stoffes in einem Kilogramm deiner Gartenerde steckt. Ob das Ergebnis unbedenklich oder eher bedenklich ist, erkennst du anhand festgelegter Grenzwerte. In Deutschland regelt das die Bundesbodenschutzverordnung. In Österreich das Umweltbundesamt und in der Schweiz das BAFU. Je nachdem, ob du einen Spielplatz, ein Beet oder eine Brachfläche bewirtschaftest, gelten eben unterschiedliche Schwellenwerte. Und falls du dich fragst, wo du das testen lassen kannst, in Deutschland gibt es zum Beispiel LUFA, dann das Agrolab oder den Raiffeisen Laborservice. In Österreich gibt es die CW oder Agrolab Austria und in der Schweiz die Erik Schweizer AG oder IBU. Die Wartezeiten liegen meist bei 5 bis 10 Werktagen, außerhalb der Frühjahrs- und Herbstsaison auch mal schon schneller. Und wenn du das ausprobieren willst, findest du unten in der Videobeschreibung ein paar Links zu empfehlenswerten Laboren. Damit bekommt dein Boden die wohlverdiente Analysekur. Und wie das Ganze praktisch funktioniert? Naja, ganz einfach. Erstmal schnappst du dir deine Erdmachete und gehst in deinem Beet etwas auf Schatzsuche. An 10, besser noch an 20 verschiedenen Stellen stichst du etwa 15 bis 20 cm tief in den Boden. Von jeder Stelle eine kleine Handvoll Erde, alles in einem sauberen Eimer ordentlich durchmischen. Aus dieser Mischung nimmst du etwa 300 bis 400 Gramm raus. Das entspricht in etwa einem Marmeladenglas voll und packst es in einen Zipbeutel oder ein Probengefäß, wie es das Labor vorschreibt. Wichtig, keine Regenwürmer, keine Blätter und kein Schnickschnack mit reinpacken. Dann beschriftest du das Ganze, füllst das Formular aus, druckst es bei Bedarf aus und bringst das Paket auf die Reise, per Post oder direkt zum Labor, falls du in der Nähe wohnst. Was du zurückbekommst, ist nicht nur eine Zahlenkolonne, sondern ein Bericht mit klaren Empfehlungen. Was du besser nicht anbaust, wo du nachbessern solltest oder was schon ganz gut aussieht. Gute Labore legen dir sogar eine Ampelgrafik dazu, zum besseren Verständnis. Grün bedeutet da alles gut, gelb bedeutet nimm's ernst und rot bedeutet dann hier ist Handlungsbedarf. Da brauchst du kein Chemiediplom, nur ein bisschen Neugier und der Wille, deinen Boden besser zu verstehen. Und falls du mein letztes Video gesehen hast, ich verlinke es mal hier oben, dann weißt du, wir haben da ein ziemlich cleveres Gebräu zusammengerührt. Zeolit, Hefe und ein Schuss Melasse. Fertig ist das Gebräu, das nicht nur Leben in den Boden bringt, sondern auch gleich aufräumt. Während die Mikroben durchstarten, bindet das Zeolit still und gründlich, was da nicht reingehört. Von Schwermetallen bis Mikroplastik. Ein echter Reinigungsbooster mit Tiefgang. Und wer an dieser Stelle mehr zu diesem Gebräu, also mein Zeolit Hefix, wissen möchte, in der Beschreibung habe ich noch einmal das Rezept zusammengestellt und auch die Zutaten verlinkt, wo man sie erwerben kann. Aber die große Frage ist natürlich, und was passiert jetzt? Einfach einmal gießen und fertig? Schön wär's. Doch wer seinen Boden wirklich in eine neue Ära führen will, darf ruhig einen Schritt weiter denken. Denn der Sud, das Gebräu, also mein Zeolit Hefix allein ist ein guter Anfang. Aber die eigentliche Magie passiert erst, wenn danach die richtigen Pflanzen ins Spiel kommen. Und genau das wollte ich selbst ausprobieren. Deshalb habe ich 2 kleine Beete vorbereitet, in denen vor kurzem noch Knoblauch stand.
Statt alles umzugraben, habe ich die Erde einfach drin gelassen und sie mit dem Zeolithefix kräftig durchtränkt. Sozusagen die Grundreinigung. Und jetzt wird's spannend. Denn auf diesen Flächen soll gezielt Pflanzen wachsen, die einen Spezialauftrag erfüllen. Sie holen das raus, was das Zeolit gebunden hat. Und sie tun das auf ganz unterschiedliche Weise. Letztes Wochenende habe ich in das eine Beet weißen Senf gesät und in das andere 2 junge Beinwellpflanzen gesetzt und auch nochmal nachgesät mit Beinwell. 2 Pflanzen, 2 Missionen. Welche das genau sind, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Bevor wir gleich richtig eintauchen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Du wirst jetzt nicht durch perfekt gepflegte Musterbeete flanieren, denn ich habe nicht alle diese Pflanzen selbst angebaut. Manche stehen auf großen Äckern, andere sind genehmigungspflichtig und einige wachsen so wild, dass sie sich gar nicht gern filmen lassen. Ich greife hier also teils auf Archivbilder und Illustrationen zurück. Nicht, weil ich nicht vorzuzeigen hätte, sondern weil ich lieber Wissen teile als Rosenbeete präsentiere. Fangen wir mit dem gelben Klassiker an. Senf, der Staubsauger in Tarnanzug. Er wächst schneller, als man Unkraut sagen kann, bindet Blei, Cadmium und Nickel. Sieht freundlich aus, arbeitet aber undercover. Und so in 6 bis 8 Wochen ist er bereit für seinen Einsatz. Und zwar vor der Blüte, sonst will er plötzlich romantisch werden. Seine Wurzeln sondern außerdem Stoffe ab, die Nematoden gar nicht lustig finden. Und nach dem Einsatz bitte weg in den Biomüll, nicht auf den Kompost, sonst tanzen die Gifte im Kreis. Dann kommt die Sonnenblume, unsere elegante Uranjägerin. Sie steht für Sommer, gute Laune und dekontaminierte Böden. Kein Scherz, sie bindet Uran, Zink und Blei und wurde sogar in Tschernobyl eingesetzt. Also bitte danach nicht trocknen und ab in die Vase stellen. Sie sieht vielleicht schön aus, aber was sie gespeichert hat, willst du garantiert nicht im Wohnzimmer haben. Als nächstes der Industriehanf, der kontrollierte Entgifter. Ja, er wächst schnell, effizient und bindet zum Beispiel Arsen, Cadmium und andere Altlasten. Und er rauscht nicht, also macht nicht High, aber bringt deinen Boden runter. Und hier gilt Achtung, für den Anbau brauchst du meist eine Genehmigung. Und der wird dann vor der Blüte geerntet und dann natürlich auch sicher entsorgt. Und dann etwas ganz Interessantes, die Luzerne, die Strukturreparateurin mit Tiefgang. Ihre Wurzeln reichen weit. Sie lebt in Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien und hilft, überschüssiges Nitrat zu binden. Nach 2 bis 3 Monaten ist sie reif perfekt als Zwischenkultur. Aber bei stark belastenden Böden nicht mulchen, sondern raus damit. Dann habe ich noch die Tagetes, die kupferliebende Tänzerin. Diese kleine Balkonblume hat's in sich. Sie liebt Kupfer und produziert Alpha-Tertinyl, einen Wirkstoff, der Nematoden das Fürchten lehrt. Nach 10 Wochen blüht sie auf und entfaltet ihre Wirkung. Und danach bitte auch rausziehen und entsorgen. Und zum Schluss Beinwell, der tiefe Schatzsucher. Der ist mehrjährig robust und unermüdlich. Seine Wurzeln bohren sich tief in die Erde und fördern Kalium, Nitrat und auch Schwermetalle aus verborgenen Bodenschichten zutage. Tja, und wenn du tiefliegende Altlasten vermutest, na dann ist meine Empfehlung natürlich Beinwell. Beinwell findet sie, versprochen. Wie du siehst, diese Pflanzen sind keine Deko, sie sind Einsatzkräfte im grünen Gewand. Ob als Staubsauger, Uranjägerin oder Wurzelspion, sie holen Altlasten an die Oberfläche, lockern den Boden, vertreiben Schädlinge und helfen dem Leben zurück in dein Beet. Aber wichtig, wer Gifte bindet, wird selbst zur Sonderfracht. Also nach der Ernte bitte in den Biomüll oder zur Schadstoffsammlung, nicht auf den Kompost. Da hat das Zeug nichts zu suchen. Und wenn deine Pflanzen ihren Dienst getan haben, ist Zeit für Phase 2, der Wiederaufbau deines Bodens. Jetzt geht es darum, Leben zurück in den Boden zu bringen, mit frischer organischer Masse. Da gibt es viele Möglichkeiten. Biokohle, Zeolit, Mix mit
EM oder Hefe oder mit einer dicken Mulchdecke wie eine warme Bettdecke für deine Bodenbiologie. Was vorher Problemzone war, wird jetzt Zukunftsacker. Welche dieser Pflanzen habt ihr schon eingesetzt? Gab es Überraschungen, Aha-Momente oder Tipps von der Oma, die wir kennen sollten? Und kennt ihr noch eine 7. oder 8. Pflanze mit Detox-Superkraft? Dann ab in die Kommentare. Ich bin gespannt wie ein Regenwurm vom Sommergewitter. Vielleicht machen wir bald ein Update mit euren Vorschlägen. Die Top 10 Pflanzen fürs Bodendetox. Und wenn du es selbst einmal ausprobieren willst, findest du unten in der Beschreibung Links zu Zeolit, Hefe, Glukosesirup, Melasse, EM und Saatgut. Alles Affiliate-Links, du zahlst nichts extra, unterstützt aber meine Arbeit beim Kauf. Und wenn du mich direkt unterstützen willst, ganz oben in der Beschreibung findest du mein PayPal-Konto. Jeder kleine Betrag hilft mir, weiter unabhängig zu arbeiten, ohne Sponsoring, aber mit vollem Einsatz. Denn ich beantworte ja auch jede Anfrage persönlich. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für das heutige Video. Bleib dran, bleib wurzelstark. Dein Greenhorn hier bei Greenhorns Gartenwelt. Bis bald.